Hallo Leute, herzlich willkommen in Australien in unserem VW T4 Campervan. Heute zeigen wir euch, wie wir unseren Bus aus- und umbauen wollen, um ein weiteres Jahr hier durch Australien reisen zu können. Es wird gut. Fangen wir mal mit der Küche an. Die Küche ist nämlich meiner Meinung nach das größte Problem. Es geht schon hier los. Wir haben ja hier dieses Auszugsfach und nach einem Jahr zieht es sich einfach nicht mehr aus. Die Schienen schleifen nur noch und es ist so schwer, das rauszuziehen bzw. reinzuschieben. Das gleiche mit dieser Klappe. Das ist das allergrößte Problem. Wir haben nämlich immer hier was drauf zu stehen und immer wagen wir es, fällt es nicht runter oder wir stellen halt alles immer wieder zur Seite und dann wieder zurück. Das nervt so sehr. Weiter geht's mit dem Kühlschrank. Hier haben wir genau das gleiche Problem, dass man mit dem Kühlschrank die Tür gar nicht richtig öffnen kann, weshalb wir ja schon hier diese Klappe eingebaut haben. Aber auch das ist einfach nervig, immer wieder alles hochzumachen, dass man an den Kühlschrank kommt. Ist ja nicht so, dass wir uns dieses eine Jahr nicht wohlgefühlt haben, aber man kann natürlich einiges hier ausbessern. Deshalb ist unser Plan. Der Kühlschrank soll hier nach vorne kommen, damit man einfach viel besser rankommt. Wir wollen dieses Auszugsfach hier gar nicht mehr haben. Wir wollen alles von drinnen machen können. Das heißt, unser Plan ist, die Wand hier zuzumachen und hier Schubladen einzubauen. Türen hier einzubauen, sodass man viel optimierter rankommen kann und nicht mehr alles klappen oder ziehen oder was auch immer machen muss. Das ist der Plan für die Küche. So, und außerdem hoffen wir, dass wir mit unserer neuen Küchenkonstruktion endlich diesen drehbaren Sitz so richtig verwenden können und vielleicht auch den Kühlschrank, der hier hinkommen wird, als Tisch gleichzeitig verwenden können, auch mal eine Runde Karten zu kloppen. Und während der Fahrt auch mal an den Kühlschrank ranzukommen, um ein kühles Getränk zu uns nehmen zu können. So, dann kommen wir mal zum Schrank. Eigentlich hat uns die Konstruktion super gut zum Anfang gefallen. Wenn man halt wirklich diese Kästen hat und man weiß, was wo drin ist, holt es einfach raus und hat seine Klamotten. Mittlerweile ist es aber nervig, immer diese Kisten hier rauszuziehen und wieder reinzuschieben. Außerdem haben wir schon geklebt, aber es ist wieder kaputt und manchmal fliegen dann alle Kisten durch den Bus und dann ist es hier richtig Chaos im Bus. Ja, außerdem finden wir das ein bisschen so wie bei Hempels unterm Sofa. Das sieht so unordentlich aus, so ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir hier Blenden vorbauen und dass wir hier dann immer aufmachen und dann unsere Klamotten da drin haben und die Körbe wahrscheinlich wegnehmen. Vielleicht hier noch Querstreben einbauen, einfach um diesen Halt besser zu haben. Aber das werden wir noch sehen. Genau. Außerdem finden wir, dass es sehr chaotisch hier im Bus wirkt, dadurch, weil das so offen ist. Die Gardinen sind so bunt, die Decke ist so bunt beklebt, alles so wirrwarr. Daher haben wir vor, die Decke zu streichen, alles ein bisschen heller, freundlicher zu machen, neue Gardinen ranzuhängen, genau, alles so in beige-braun Richtung zu gehen und das wird doch bestimmt richtig schick aussehen dann. Ja, und außerdem wollen wir hier gerne endlich einen neuen Boden reinbauen. Der war schon von Anfang an ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Wie man hier sieht, auch wir haben schon einige Male geklebt. Fegen könnte man ja auch mal wieder. Ja, einfach, dass es wieder ordentlich aussieht und noch ein bisschen angenehmer an den Füßen ist. Wir hatten eine Übergangslösung, die war auch relativ gut. Eine ganz, ganz einfache, günstige Matte vom Baumarkt hier hingelegt. Die konnte man auch immer ausschütteln und sieht auch immer ordentlich aus, aber trotzdem soll hier neues Linoleum reingebaut werden. Außerdem hatten wir unterm Bett oder haben wir ein Kistensystem. Auch das ist eigentlich sehr praktisch. Jedoch haben wir uns dafür entschieden, jetzt Schubfächer reinzubauen, um einfacher an unsere Sachen reinzukommen
ranzukommen und ein bisschen organisierter das Ganze unterm Bett noch zu haben. Ein weiterer Schritt sind dann alle Gardinen neu zu machen. An den Fenstern wollen wir blickdichte Gardinen haben, am besten auch welche, die die Hitze der Sonne abhalten. Wir wollen welche haben, die genau so funktionieren, wie wir es hier jetzt haben, das heißt auch mit diesen zwei Querstreben. Hier oben wollen wir dann den Vorhang natürlich auch neu machen. Das war nämlich ein Provisorium, was von Anfang an irgendwie gehalten hat, aber auch irgendwie nicht so richtig. Hier wollen wir entweder genauso eine Stange einbauen oder eine Schiene. Da müssen wir noch mal gucken, was im Baumarkt am besten ist, um dann einen Vorhang zu haben, den man hier richtig schön auf- und zuziehen zu können. Weiter geht's mit unseren super guten Fliegengittern. Die haben ein Jahr super gute Dienste geleistet und uns vor allen Mücken, Viechern und vor allem Fliegen geschützt. Allerdings durch die Hitze fallen die jetzt so leicht immer ab. Und täglich, wenn wir von der Arbeit kommen, hängt es einfach runter. Ja, und so wirklich funktioniert es nicht mehr. Das heißt, genau dieses gleiche Fliegennetz wollen wir uns auch nochmal wieder selber bauen. Und das Ganze auch hinten. Also wir haben es einmal an der Seite und einmal hinten. Und so können wir immer schön durchlüften. Auf der Uhr sind es mittlerweile schon wieder 30 Grad. Wir haben den Sonnenschutz erstmal reingemacht hier, uns lässt sich das einfach nicht aushalten. Wir wollen euch aber noch zeigen, dieser kleine Garten hier vorne, der soll nach 6 Monaten wieder bestückt werden. Also wenn wir weiterreisen, dann wollen wir kleine Kakteen wieder reinbauen, einpflanzen. Dann haben wir kleine Teile, die wir hier auch lackieren wollen. Zum Beispiel das hier, wissen wir gar nicht, warum die Voreigentümer das so rangeklebt haben. Sieht absolut schrecklich aus. Das wollen wir auf jeden Fall neu machen. Und dieser Sitz ist ja nun neu. Der bekommt einen neuen Sitzbezug, aber auch unser Fahrersitz, ja, auch der bekommt einen neuen Sitzbezug. Ja, außerdem hatten wir letztes Mal einen kleinen Glücksfund gehabt auf einem Schrottplatz. Wir haben noch eine Scheinwerferhalterung gebraucht, die haben wir bekommen. Zudem haben wir ein Türschloss bekommen, das war leider kaputt gewesen, konnten wir auch auswechseln. Und unser sehnlichster Wunsch war es, einen Dachgepäckträger zu haben, und den haben wir gefunden und der soll aufs Dach geschraubt werden, um alle unsere Sachen und auch die Surfbretter endlich aus dem Auto zu verbannen und ab aufs Dach zu machen. Zudem hat sich der Kleber hier von unserem Fliegengitter leider jetzt gelöst nach einem Jahr. Den Kleber müssen wir noch irgendwie abbekommen, wir wissen noch nicht ganz wie, und wir sind da am Überlegen, vielleicht noch eine neue Konstruktion zu bauen, eventuell ein Fliegengitter ins Fenster einzulassen, beziehungsweise das Fenster zu öffnen und ein Fliegengitter einzubauen, oder nochmal genau das gleiche zu bauen, weil es uns echt sehr gute Dienste geleistet hat. Genau. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir an unserem Bus anders machen könnten, wie wir umbauen könnten oder einfach an unseren Ideen noch feilen könnten, Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auch, wenn ihr in den nächsten Videos wieder mit dabei seid und dann an unserem Umbau teilhaben könnt. bis zum nächsten Video. Super.